2026 steuerfrei von deinem Kapitalvermögen im Ausland leben. Wie funktioniert das? Was musst du beachten? Das wollen wir uns einmal in diesem Video genauer anschauen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wir veranstalten regelmäßig unser Seminar Steueroptimiert Auswandern als Investor oder Trader, wo wir uns genau mit solchen Fragen beschäftigen wie jenen, die wir in diesem Video besprechen. Das Seminar findet in Zürich statt, auch jetzt demnächst wieder Anfang Januar. Neben mir dabei ist Jay Medro, Investmentbanker, der früher zum Beispiel für Lehman Brothers, Nomura und andere gearbeitet hat. Heute zeigt er Menschen, wie man tradet, wie man ortsunabhängig Einkommen generiert, passive Einkünfte generiert aus Kapitalvermögen. Egal, ob du ein erfahrener Investor bist oder erst ganz am Anfang stehst. Wenn dein Ziel ist, steueroptimiert, möglicherweise steuerfrei im Ausland zu leben, von deinem Kapitalvermögen komplett ortsunabhängig, dann ist dieses Seminar für dich. Schau es dir einmal an. Alle Details auf unserer Webseite, Link dazu in der Beschreibung zu diesem Video. Es ist für viele unserer Mandanten der größte Traum, komplett ortsunabhängig von passiven Einkünften im Ausland leben zu können. Viele Mandanten wollen, ich sage mal, nomadisch leben, wenigstens vielleicht für einige Jahre. Das heißt, sie wollen im Grunde genommen, das ist so die Idee, an keinem Ort wirklich die unbeschränkte Steuerpflicht auslösen und somit natürlich auch nirgendwo steuerpflichtig werden. Wir haben schon sehr viele Videos zu dem Thema gemacht, wie man die unbeschränkte Steuerpflicht in Deutschland eigentlich beendet. Aber wenn du in Deutschland tatsächlich deinen Wohnsitz aufgibst, wenn Deutschland auch nicht mehr Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes ist, wenn deine ganze Familie mit dir aus Deutschland wegzieht, dann kannst du davon ausgehen, dass der Wohnsitz in Deutschland aufgegeben ist, dass auch der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes dort aufgegeben ist. Und dann kannst du im Ausland leben und bist dann in Deutschland nur noch beschränkt steuerpflichtig, nämlich auf deutsche Einkünfte wie zum Beispiel Mieteinnahmen. So, in folgendem Beispiel möchte ich jetzt einmal annehmen, dass du ein entsprechendes Kapitalvermögen hast. Wie kommt man dazu? Nun, viele Mandanten veräußern zum Beispiel eine Immobilie oder ihre Immobilie, in der sie wohnen, wenn sie Deutschland verlassen, und dann haben sie einmal einen Grundstock an Kapital. Sagen wir jetzt mal in meinem konkreten Beispiel 1 Million Euro, und jetzt wollen sie damit möglichst steuergünstig im Ausland leben. Und jetzt ja die große Frage, wie investiere ich dieses Kapital und wie muss ich mich eigentlich verhalten, steuerlich und wohnsitztechnisch, damit das Ganze auch möglichst steuergünstig ist. Also, das ist natürlich jetzt ein ganz vereinfachtes Beispiel. Ich meine, ich habe ja das Seminar angesprochen, dort werden wir das dann noch in größerer Detailtiefe besprechen, aber jetzt hier mal veranschaulicht, ganz vereinfacht beschrieben. Also zunächst mal die Frage, gibt es ja eine Wegzugsteuer, wenn man aus Deutschland wegzieht? Nein, bei einem Barvermögen von 1 Million Euro gibt es keine Wegzugsteuer, auch nicht bei Aktienbesitz. Eine Wegzugsteuer würde es geben, wenn du an einer Kapitalgesellschaft zumindest 1% beteiligt bist. Wenn du Aktien im Streubesitz hast, dann gibt es keine Wegzugsteuer. Ausnahme sind ETFs, in die du mindestens 500.000 Euro einbezahlt hast. Dort gibt es ebenfalls dann eine Wegzugsteuer. Aber ansonsten kannst du einfach aus Deutschland weg. Sobald der Wohnsitz aufgegeben wurde und der Ort des gewöhnlichen Aufenthaltes nicht mehr in Deutschland ist, endet, wie gesagt, die unbeschränkte Steuerpflicht. Ganz viele Videos zu diesen Themen auf diesem Kanal. Ich schlage dir vor, wenn dich das interessiert, einfach mal danach zu suchen. Dort befassen wir uns detailliert dann mit genau diesen Fragen zum Wegzug. Eine weitere Frage, die viele stellen, ist, muss ich in einem anderen Land einen festen Wohnsitz haben und in einem anderen Land steuerpflichtig sein, damit ich in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig bin? Auch diese Frage kann man mit Nein beantworten. Das ist nicht notwendig. Zumindest in den meisten Fällen nicht. Es gibt Fälle, da ist das tatsächlich notwendig, gerade wenn du zum Beispiel eine Rente oder eine Pension aus Deutschland noch bekommst. Aber in vielen Fällen ist das nicht möglich. Das heißt, aus deutscher Sicht kannst du schon ein digitaler Nomade sein. Dafür musst du keinen festen Wohnsitz im Ausland haben. Aber natürlich wird das bei den meisten Banken nicht funktionieren. Die meisten Banken wollen wissen, wo du steuerpflichtig bist. Die wollen eine Steuernummer von dir haben. Die wollen einen Adressnachweis haben. Das heißt, du musst aus Bankensicht tatsächlich irgendwo in der Regel steuerlich gemeldet sein. Auch dazu haben wir ja schon viele Videos gemacht, welche Staaten sich dazu eignen. Viele Mandanten machen das zum Beispiel in den Philippinen, aber Dubai zum Beispiel geht natürlich genauso. Man muss natürlich immer beachten, welche Anwesenheitsanforderungen es in diesen Ländern gibt. Und man muss natürlich auch beachten, wie diese Länder besteuern,
damit man da die richtige Wahl trifft. Auch dazu haben wir aber schon viele Themen gemacht. Das heißt, aus Finanzamtssicht ist es eigentlich egal, ob du einen Wohnsitz hast oder nicht, zumindest mal vereinfacht gesagt, aber aus Sicht der Banken, Broker, Finanzdienstleister ein sehr wichtiger Aspekt. So, jetzt nehmen wir also an, du hast Deutschland verlassen, du bist in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig, du hast das alles korrekt gemacht, du hast offiziell in einem Land einen Wohnsitz eingerichtet, dort hast du eine Wohnung, dort hast du eine Steuernummer, die du dann auch entsprechend bei Banken und so weiter vorzeigen kannst. Nehmen wir einmal an, du hast das in den Philippinen gemacht. Dort sind ja für Ausländer sämtliche Auslandseinkünfte steuerfrei. Es gibt auch keine Anwesenheitspflichten. Das heißt, dort kannst du einfach und günstig eine Wohnung mieten. Das ist auch ein Abkommensstaat mit Deutschland, Österreich und der Schweiz. Du bekommst eine Steuernummer. Bei all den Dingen können wir dich unterstützen und diese Adresse kannst du dann bei internationalen Banken zum Beispiel angeben. Nun muss man natürlich hier aufpassen, dass nicht alle Banken, alle Länder akzeptieren. Das heißt, wie gesagt, ob die Philippinen jetzt für dich das Richtige sind oder nicht, das hängt dann vom Einzelfall ab. Aber in meinem Beispiel nehmen wir das einfach mal an. Also aus Deutschland weg, Wohnsitz in den Philippinen, du hast entsprechende Konten, du hast entsprechende Depots eröffnet. Jetzt stellst du natürlich die Frage, was soll ich eigentlich investieren? Denn da gibt es ja auch so Dinge, hast du sicherlich schon gehört, wie zum Beispiel Quellensteuer. Wann muss man denn damit rechnen? Wann wird das zum Thema? Wie kann ich wirklich möglichst steuergünstig mich von meinem Kapitalvermögen ernähren? Also grundsätzlich ist das Thema Quellensteuer nur ein Thema bei Dividenden und auch bei Zinsen, die nicht von Banken bezahlt werden, könnte zum Beispiel Staatsanleihen auch betreffen. Mal angenommen, du hast jetzt Coca-Cola-Aktien und beziehst von Coca-Cola Dividende, dann wird in den USA eine Quellensteuer einbehalten und in den USA werden entweder 15 oder 30% Quellensteuer einbehalten. Die Höhe der Quellensteuer richtet sich nach dem Staat, wo du wohnst und ob dieser Staat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit den USA hat und was genau in diesem Abkommen drinsteht. In Deutschland ist die Quellensteuer 25%. Auch hier richtet sich die Quellensteuer danach, in welchem Land du ansässig bist. In der Schweiz ist die Quellensteuer zum Beispiel 35%. Damit meine ich jetzt Quellensteuer von Schweizer Unternehmen. Normalerweise zieht dir der Emittent, also das Unternehmen, das die Dividende ausschüttet, die Quellensteuer ab. Du kannst dann möglicherweise, was im Doppelbesteuerungsabkommen steht, diese Quellensteuer zurückfordern. Das heißt, wenn du jetzt ein sehr dividendenlastiges Depot hast, dann musst du immer davon ausgehen, dass du im Grunde genommen weiterhin Steuern bezahlen musst. Möglicherweise können das auch höhere Steuern sein als in Deutschland. Denn wenn du zum Beispiel in Deutschland lebst, dann zahlst du ja auf amerikanische Dividenden maximal 25% Abgeltungssteuer plus Soli, also ungefähr 26,5%. Lebst du aber zum Beispiel in Dubai, dann haben die USA kein Abkommen mit den Vereinigten Arabischen Emiraten. Das heißt, du zahlst dann auf Dividenden 30% Quellensteuer, das heißt mehr als die deutsche Abgeltungssteuer. Zypern wiederum zum Beispiel hat ein Abkommen mit den USA, das heißt, da werden dann nur 15% Steuern fällig. Das heißt also, wenn dein Einkommen stark an Dividenden geknüpft ist, dann musst du dir auf jeden Fall einen Wohnsitzstaat raussuchen, der ein positives Abkommen hat mit den Ländern, in denen die Unternehmen ansässig sind, von denen du Aktien hast und Dividenden beziehst. Das kann möglicherweise das entscheidende Kriterium sein. Wir haben Mandanten, die sagen, naja, nach Dubai wollen wir eigentlich gerne umziehen, können wir aber nicht machen, weil wir dann 30% Quellensteuer zahlen müssen. Also gehen wir lieber zum Beispiel nach Zypern, weil da ist die Quellensteuer nur 15%. Bei Veräußerungserlösen wirst du dieses Problem nicht haben. Das heißt also, wenn du immer wieder mal Aktien verkaufst und dann den Wertzuwachs mitnimmst, hast du dieses Problem nicht. Da gibt es keine Quellensteuer drauf. Diese Einkünfte sind dort zu versteuern, wo du steuerlich ansässig bist. Wenn du jetzt in einem Land lebst, wie zum Beispiel den Philippinen, dann sind die Einkünfte komplett steuerfrei. Das Gleiche gilt natürlich auch bei Einkünften zum Beispiel aus Optionen, aus Forex, aus Futures. All diese Einkünfte sind nicht quellenbesteuert. Quellenbesteuert tatsächlich also nur Dividenden und nicht Bankzinsen. Bekommst von einer Bank Zinsen, werden darauf ebenfalls keine Quellensteuern fällig. Für viele natürlich die Frage, wie sich das Ganze mit Krypto verhält. Bei Kryptoeinkünften gibt es natürlich ebenfalls keine Quellensteuern. Das heißt, auch hier wären die Einkünfte dann steuerfrei, sowohl was jetzt die Veräußerung anbelangt, als auch was zum Beispiel Einkünfte aus Staking etc. anbelangt. Mining-Aktivitäten sind vielfach gewerbliche Einkünfte. Das heißt, dort, wo gemeint wird, kann möglicherweise dann Steuer anfallen. Jetzt aber vorsichtig, für deutsche Staatsbürger gilt Folgendes. Wenn du Einkünfte aus Krypto hast und du bist wohnsitzlos oder du bist in ein Niedrigsteuerland umgezogen, auch wenn du kein Vermögen in Deutschland mehr hast,
dann musst du dich für 10 Jahre noch an die deutschen Besteuerungsregeln halten. Ansonsten werden die Einkünfte in Deutschland steuerpflichtig. Das ist die sogenannte erweiterte beschränkte Steuerpflicht. Das heißt, du bist im Wesentlichen an die Haltefristen gebunden. Wenn du jetzt zum Beispiel gewerblich tradest, dann werden diese Einkünfte in Deutschland zu versteuern. Da gibt es Möglichkeiten, wie du das legal verhindern kannst. Da kann man eine Gesellschaft gründen, aber das muss man dann ziemlich genau sich anschauen. Aber wie gesagt, das gilt spezifisch für Krypto, spezifisch für deutsche Staatsbürger in den ersten 10 Jahren nach ihrem Wegzug, wenn sie wohnsitzlos sind oder in ein Niedrigsteuerland umgezogen sind. Diese weitere beschränkte Steuerpflicht ist auch noch an andere Konditionen geknüpft, zum Beispiel, dass die Einkünfte mindestens 16.500 € im Jahr betragen und dein Kryptovermögen muss mehr als 154.000 € betragen. Also wenn dich das jetzt betreffen würde, dann müsstest du dir wiederum überlegen, welcher Wohnsitzstaat dann günstig ist. Konkret fällt zum Beispiel die Schweiz ein, wo ja Erlöse aus dem Verkauf von Krypto generell steuerfrei sind. Oder zum Beispiel auch Zypern. Dort werden generell Einkünfte aus Krypto seit 2026 mit 8% besteuert. Auch das wäre vielleicht eine Alternative. Das sind alle Staaten, die ein Doppelbesteuerungsabkommen haben mit Deutschland. Das heißt, dort wirkt sich die erweitert beschränkte Steuerpflicht möglicherweise nicht aus. Wenn du unter dieser weiter beschränkten Steuerpflicht fällst, übrigens, dann sind auch deutsche Aktien problematisch. Davon solltest du Abstand halten. Und das heißt, auch Veräußerungserlöse zum Beispiel aus deutschen Aktien wären dann noch für 10 Jahre in Deutschland zu versteuern. Zusammenfassend gesagt, wenn du möglichst steuergünstig unterwegs sein willst, dann musst du die Quellensteuer vermeiden. Das heißt, dann musst du zum Beispiel Dividenden vermeiden oder auch Zinsen von Nicht-Bankquellen, zum Beispiel Staatsanleihen. Dort werden möglicherweise Quellensteuern fällig, wenn der Emittent Quellensteuern erhebt. Nicht alle Staaten erheben Quellensteuern. UK zum Beispiel erhebt keine. Das heißt, zum britischen Unternehmen musst du auch keine Quellensteuern erwarten. Aber ansonsten bei Dividenden werden immer Steuern fällig. Aus deutscher Sicht ist Krypto potenziell ein Problem. Aus deutscher Sicht sind auch deutsche Aktien potenziell ein Problem. Aber ansonsten, wenn du dich auf Veräußerungserlöse konzentrierst, Optionen, Futures, Forex, das sind alles Einkünfte aus Kapitalvermögen, die du relativ einfach de facto steuerfrei erzielen kannst. Wenn du natürlich nirgendwo einen Wohnsitz auslöst, der dann die unbeschränkte Steuerpflicht als Konsequenz haben könnte. Stichwort zum Beispiel sich mehr als 183 Tage an einem Ort in einem Land aufhalten. Also, das heißt konkret, wenn dein Plan ist, möglichst steuergünstig zu leben, irgendwann mal im Ausland, möglicherweise komplett steuerfrei zu leben, dann musst du dir schon sehr früh Gedanken dazu machen, welche Anlagestrategie du tatsächlich fährst, welche Einkunftsarten für dich in Frage kommen, damit du keine falschen Entscheidungen triffst. Oder ansonsten nimmst du halt einfach die Steuern in Kauf. Ich meine, das muss jetzt auch nicht der Weltuntergang sein, ja. Aber wenn du wirklich sagst, ich möchte komplett flexibel sein, ich möchte möglicherweise komplett ortsunabhängig sein und auch steuerlich sehr flexibel sein und idealerweise keine Steuern bezahlen müssen, dann sind das Gedanken, die du dir machen musst, bevor du auswanderst und bevor du eine solche Anlagestrategie etablierst. Tendenziell ist es so, wenn man sich die Trends anschaut, dass es natürlich immer schwieriger wird, hier komplett steuerfrei zu leben. Es ist heutzutage noch möglich. Wir müssen uns fragen, wie lange noch. Aber natürlich auch, wenn sich in Zukunft etwas ändert, kann man davon ausgehen, dass es Länder gibt, die sehr attraktiv sind steuerlich. Also selbst wenn jetzt Dubai mal irgendwann eine Einkommensteuer erhebt, dann wird diese vielleicht nicht besonders hoch sein. Also das heißt, es macht immer Sinn natürlich, sich zu informieren, sich umzuschauen und das Ganze genau zu planen. Also, wenn das Ideen sind, mit denen du dich intensiv auseinandersetzen willst, dann komm doch zu unserem Seminar. Natürlich ist auch ein Beratungsgespräch möglich. Details zu beidem in der Beschreibung dieses Videos. Wir tun seit 20 Jahren nichts anderes als Mandanten genau bei solchen Fragen zu beraten. Steueroptimiert auswandern ins Ausland. Ich habe Deutschland und die EU vor 25 Jahren verlassen. Ich habe es nie bereut. Auch du wirst es nicht tun. Das kann ich dir versprechen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.